Herzlich willkommen in Arles. Ich nehme euch heute mit in diese kleine provenzalische Stadt und zeige euch alles, was man da bei so einem Tagesausflug unbedingt sich anschauen sollte. Vielleicht auch noch so den einen oder anderen kleinen Geheimtipp. Es ist jetzt gerade Ende März, für heute sind knapp 20 Grad angesagt, also wirklich das perfekte Wetter. Falls ihr also außerhalb der Saison unterwegs seid, dann auf alle Fälle. Es ist jetzt gerade kurz nach 8 an einem Samstag und das ist auch der Tag, den ich euch unbedingt empfehlen würde, denn heute ist Markttag und da nehme ich euch jetzt gleich mal mit hin. Der Wochenmarkt von Arles gehört zu den größten und buntesten der ganzen Provence. Auf mehr als 2 Kilometern bieten Händler hier wirklich alles Mögliche an und besonders am Samstag kommen Besucher aus der ganzen Region. Und ihr seht es schon, der Markt verläuft hier entlang dieser so lilafarben eingezeichneten Linie, also wirklich einmal um die halbe Stadt herum. Wenn ihr es machen wollt wie die Franzosen, dann nehmt euch mindestens eine richtig große Einkaufstasche mit. Ihr werdet sehen, die Leute, die da ihren Wocheneinkauf machen, die kommen sogar mit so kleinen Trolleys und die sind tatsächlich super praktisch. Ja, und es macht einfach total Spaß zu sehen, welche Fülle an frischen Lebensmitteln man da bekommt. Also irgendwie Obst und Gemüse, ganz viel hier regional. Man bekommt natürlich irgendwie auch im Winter noch Salat, weil der hier einfach wächst. Und ja, diese alten Tomaten. Spargel habe ich mir jetzt hier gerade gekauft, diesen grünen, den es jetzt hier schon gibt. There is a life I live in this city, hurrying to cut my teeth. Und dann natürlich bekommt man ganz tollen Honig, alle möglichen verschiedenen Sorten, auch vielleicht welche, die es in Deutschland nicht so unbedingt gibt, und Käse. Das ist ja ganz klar, ne? Frankreich ist das Land des Käses. Man kann noch ganz viel probieren. Es gibt sehr nette Käsehändler. To get by doesn't make it easy. Eine Besonderheit ist, dass es in der Provence relativ viele nordafrikanische Einwanderer gibt, inzwischen auch schon in zweiter und dritter Generation, und die natürlich hier auch ihre Waren anbieten, sodass man auf dem Markt so ein ganz schönes, so leicht arabisch-orientalisches Flair hat und auch da alle möglichen Sachen probieren kann. Sowohl herzhafte Speisen als auch die süßen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich zeige euch hier gleich mal dieses süße Gebäck. Das ist natürlich immer alles in diesem Zuckersirup eingelegt und wirklich mega süß, aber auch total lecker. Wenn ihr dann morgens schon Lust drauf habt, könnt ihr auch alle möglichen Sachen probieren. Ich bin hier zum Beispiel an so einem ganz schönen kleinen lokalen Olivenölstand und habe mich da mal durch so 3 Sorten Olivenöl probiert und dann am Ende auch eins mitgenommen, das einfach wirklich so lecker war. Und es ist halt regional produziert. Ich finde, das macht dann auch immer noch mal einen Unterschied. Ja, und dann gibt es wirklich alle möglichen so herzhaften Speisen, kann man entweder dann gegen Mittag frisch essen, kann man sich auch mitnehmen. Also eine riesen Auswahl. Somewhere in the greater moon, when I return from the afterglow, will you carry me like I am gold? Und natürlich auch das, was man sich so vorstellt, nämlich ganz verschiedene Oliven eingelegt auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Und dann die Produkte, für die die Camargue berühmt ist, nämlich das Salz und den Reis. Also der Reis der Camargue ist wirklich weltberühmt, solltet ihr euch unbedingt so ein kleines Päckchen mitnehmen. Und es gibt natürlich auch Weine und sogar Camargue-Bier. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.
So etwa in der Mitte des Marktes stehen dann die ganzen kleineren Produzenten. Hier zum Beispiel gibt's alles Mögliche aus Maronen, Maronensirup, Maronen eingelegt, aber auch einfach so ganz schöner Apfelsaft. Und hier an dem Stand seht ihr schon, gibt's alle möglichen ja, Produkte, so Tomaten, Sachen, Sugo, aber auch Brot. Und da habe ich, also es ist ja in Frankreich, wenn man da ein bisschen länger ist, nicht ganz so einfach, wenn man kein Baguette mehr unbedingt essen möchte. Da gab's wirklich richtiges Mischbrot. Da habe ich mich gefreut, so richtig hartes, festes, wie wir das so kennen. Ja, und ein kleines Stückchen weiter ist dann die Ecke mit sämtlichen Fischhändlern. Die stehen natürlich so ein bisschen abseits, das hat ja gute Gründe. Und da kann man dann nicht nur alle möglichen Krustentiere und Fisch finden, sondern auch Austern. Und wer die mag, wird sehen, also zum einen sind die natürlich sehr lecker, eine gute Qualität, ganz frisch hier aus der Region und sie sind wirklich auch günstig. Also ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Preisen in Deutschland. Man zahlt da, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, für ein Dutzend, also für 12 Stück, so 7, 8 Euro. So, und weil ich jetzt schon eine ganze Weile unterwegs bin, mache ich erst mal 'ne kleine Pause im Café an der Straße, trinke 'nen Kaffee und gucke ein bisschen so die Leute an. Es gibt übrigens nicht nur Lebensmittel zu kaufen, sondern auch alle möglichen so kunsthandwerklichen Produkte. Zum Teil gibt's auch, Antiquitäten. Ja, und dann natürlich, was man sich so vorstellt aus der Provence. Es gibt, schöne Keramik, es gibt Lavendel, es gibt die Seife aus Marseille. Also, man bekommt wirklich in Aal auf dem Markt alles, was man sich so wünscht und dafür dann eben auch die großen Einkaufstüten. So, jetzt ist schon 11:30. Ich bin zurück am Auto und zeige euch jetzt mal meine Ausbeute. Von hier aus nehme ich euch jetzt mit zu einem schönen Spaziergang durch die Altstadt von Aal. Und die ganze Stadt hat so gut 50.000 Einwohner, aber durch die Altstadt kann man wirklich ganz bequem zu Fuß laufen. Und macht euch drauf gefasst, das ist echt unglaublich. Also an jeder Ecke sieht man entweder mittelalterliche oder auch sogar antike römische Sehenswürdigkeiten oder aber auch Ruinen. So, ich schaue mir jetzt mal mit euch die Arena an. Das ist das Wahrzeichen hier in Aal. Also natürlich muss man da auch hingehen. Und die ist erbaut worden nach dem Vorbild des Kolosseums in Rom im 1. Jahrhundert nach Christus. Also jetzt wirklich 2000 Jahre alt. Die Arena von Aal, dieses antike Amphitheater, bot mehr als 20.000 Zuschauern Platz. Das war schon echt ziemlich groß. Und als die Kämpfe darin nach der Römerzeit endeten, wurden im Inneren des Theaters Häuser errichtet, die dann den Stadtkern bildeten. Das ist wirklich ziemlich ungewöhnlich. Heute stehen nur noch 2 Etagen, aber die Arena wird immer noch als Veranstaltungsort genutzt.
So, ich bin jetzt hier gerade auf der Rooftop-Terrasse vom Hotel Calendal, ist mitten im Zentrum und wirklich eine total süße Bar. Jetzt ist sie noch geschlossen, man kann trotzdem hier nach oben gehen, aber im Sommer könnt ihr hier, glaube ich, echt die schönsten Abende verbringen. Direkt neben der Arena liegt das Römische Theater von Aal, das ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe ist. Es konnte im Römischen Reich bis zu 10.000 Zuschauer aufnehmen, also auch ziemlich groß. Und auch hier finden immer noch zahlreiche Veranstaltungen statt. Im letzten Jahr hat hier zum Beispiel Nick Cave gespielt. Auf der Place de la République vor dem Rathaus findet ihr gleich 3 UNESCO-Weltkulturerbestätten. Zum einen befindet sich hier der Obelisk d'Arles, das ist ein historischer Monolith aus dem 4. Jahrhundert. Unter dem ehemaligen römischen Forum befindet sich dann mit den Kryptoportiken ein weiterer antiker Schatz. Die unterirdischen Gewölbegänge dienten in der damaligen Zeit als Stütze von Bauwerken, vermutlich auch als Lagerräume und schattiges Plätzchen an heißen Tagen. Das übrigens ein prima Tipp, falls ihr im Sommer in Aal seid, dann geht auf alle Fälle mal da runter und kühlt euch ein bisschen ab. Das dritte Weltkulturerbe und gleichzeitig wichtigstes sakrales Bauwerk in Aal ist die Kirche Saint-Trophime auf einem der französischen Jakobswege. Die ehemalige Kathedrale wurde im 12. Jahrhundert als Geschenk an Friedrich Barbarossa, dem damaligen König von Burgund, errichtet und gehört zu den schönsten romanischen Bauwerken der Provence. Und weil ja heute Samstag ist, findet man über Mittag wirklich in der ganzen Stadt Leute, die nach dem Marktbesuch noch was Kleines essen, trinken, Freunde treffen, ja und einfach so ihr Wochenende genießen. Wenn man über Aal spricht, dann fällt oft der Name Vincent van Gogh. Und das ist kein Wunder, denn der weltberühmte Maler verbrachte ein gutes Jahr in der Stadt und schuf währenddessen Hunderte seiner Werke. Eines sieht man im Garten des heute als L'Espace Van Gogh bekannten ehemaligen Hospitals und hier wurde der Künstler auch selbst behandelt. Nicht weit entfernt ist der Place du Forum, ein beliebter Treffpunkt im Herzen der Altstadt. Und hier stand einst das römische Forum. Heute findet man Restaurants, Cafés und eben auch das Café Van Gogh, das der Maler 1888 in einem seiner berühmtesten Gemälde, das Nachtcafé, verewigt hat. Das Original, das ihr hier seht, hängt übrigens im Kröller-Müller-Museum in den Niederlanden. Und das haben wir tatsächlich vor Jahren selbst gesehen. Es war also so ein kleiner Full-Circle-Moment für mich. Auch wenn das Café seit 2023 geschlossen ist, bleibt die Fassade ein beliebtes Fotomotiv und erinnert an die enge Verbindung der Stadt mit Van Gogh. Das ist aber ehrlich gesagt auch fast das Einzige und ich finde es ein bisschen schade, dass die Stadt nicht mehr aus ihrem Van Gogh-Erbe macht. Für eine kleine Stärkung nehme ich euch jetzt noch mit an den Rand der Altstadt, und zwar ganz genau an die Place Antoinelle ins Café Peach.
Das Café Peach wurde vor 4 Jahren eröffnet von Marion, einer selbstständigen jungen Frau, die ursprünglich Krankenschwester war, aber so eine Passion hatte für die Patisserie, dass sie dann noch mal eine Ausbildung mit drangehangen hat. Ja, und jetzt eben dieses total süße Café betreibt, das wirklich eine ganz hervorragende Qualität hat. Also das ist ein echter Geheimtipp. Schaut da unbedingt mal mit vorbei. Et vraiment, c'est le premier but, c'est vraiment de voir que les gens apprécient, prennent plaisir à déguster. Et voilà. Als letzte Station schauen wir uns jetzt noch die Thermen von Konstantin an, die im frühen 4. Jahrhundert am Ufer der Rhone erbaut wurden. In der Antike waren sie ein sehr beliebter öffentlicher Ort mit warmen und kalten Bädern. So, das war mein halber Tag hier in Aal. Inzwischen ist es Nachmittag geworden. Ich gehe jetzt hier noch ein Stückchen spazieren, aber alles, was man wirklich gesehen haben sollte, zumindest mal meiner Meinung nach, habe ich euch jetzt gezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal für noch mehr so authentische Reisevideos und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch gerne mal nach Aal kommen mögt. Na dann, bis zum nächsten Mal.